Willkommen zu unserer Stadtführung in Potsdam. Hier stellen wir 6 der Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt vor. Wir beginnen unsere Tour beim Schloss Babelsberg. Das Schloss Babelsberg und der umliegende Schlosspark in Potsdam sind beeindruckende Zeugnisse der Kaiserzeit unter Wilhelm I. Der Park mit einer Fläche von 124 Hektar am Ufer des tiefen Sees wurde von namhaften Gartenkünstlern gestaltet und umfasst malerische Gartenterrassen. An diese schließt sich ein Bereich mit dekorativen Sträuchern, prächtigen Blumengärten und faszinierenden Wasserspielen an. Ein künstliches Wassersystem versorgt die Parkanlage und die angelegten Seen, Wasserfälle und Bachläufe auf dem Gelände. Das imposante Gebäude wurde 1833 bis 1835 im englisch-neugotischen Stil erbaut. In den 1840er Jahren wurde es erweitert, um Prinz Wilhelm von Preußen, später Kaiser Wilhelm I. und seiner Frau Augusta als Sommerresidenz zu dienen, wofür sie es mehr als 50 Jahre nutzten. Das Schloss Babelsberg ist deswegen auch ein authentischer Ort, um in die Epoche von Wilhelm I. einzutauchen. Im Park Babelsberg sind unter anderem folgende Sehenswürdigkeiten zu finden: der Flatoturm, das kleine Schloss, das Matrosenhaus und die Gerichtslaube. Es finden sich hier außerdem Denkmäler, die auf Wilhelms militärische Erfolge hinweisen, darunter die eindrucksvolle Siegessäule. Sowohl das Schloss als auch der Park sind Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. Seit 2016 erstrahlen die Fassade des Schlosses in Potsdam sowie die Terrassenanlagen nach einer umfassenden Restaurierung wieder in ihrer ursprünglichen Pracht. Das Schloss und sein umliegender Park sind ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen und ein Ort, der die beeindruckende Geschichte und Kultur dieser Region lebendig hält. Das Potsdamer Stadtschloss war eine prächtige Residenz von historischer Bedeutung, in der wichtige politische Entscheidungen getroffen wurden. Es wurde von Friedrich dem Großen zu Repräsentationszwecken genutzt, sowie teilweise auch bewohnt und spielte eine entscheidende Rolle in der Geschichte Preußens. Leider wurde das ursprüngliche Schloss 1960 abgerissen. Das heutige Gebäude stellt einen Nachbau dar und beherbergt den Landtag von Brandenburg. Es wurde im Stil des Originals gestaltet und beeindruckt durch seine Architektur. In seinem Inneren befindet sich das derzeit fortschrittlichste Landtagsgebäude Deutschlands. Das Schloss ist zentral am Alten Markt gelegen. Es wurde einst als das zentrale Meisterwerk des friderizianischen Rokoko betrachtet. Unter dem Architekten Georg Wenceslaus von Knobelsdorff erhielt es zwischen 1744 und 1751 sein endgültiges Erscheinungsbild. Die Rekonstruktion begann im Jahr 2000 mit dem Wiederaufbau des Fortuna-Portals, wobei Originalteile verwendet wurden. 2011 wurde der Grundstein für das neue Schloss gelegt und 2013 dem Landtag übergeben. Das Gebäude bewahrt den historischen Charakter, obwohl der Innenraum an moderne Bedürfnisse angepasst ist. Besucher können den Innenhof, das Knobelsdorff-Treppenhaus, das Foyer, die Cafeteria sowie das Landtagsrestaurant und die Dachterrasse von Montag bis Freitag frei betreten. Außerdem werden Besucherführungen im Gebäude angeboten. Am Alten Markt im Herzen von Potsdam gelegen, befindet sich die Sankt-Nikolai-Kirche als bedeutsames Gebäude des deutschen Klassizismus. Die Kuppel ist als markantes Gebäudeelement bereits aus der Entfernung zu erkennen und prägt das Stadtbild von Potsdam. Bei Reparaturarbeiten am Turm im Jahr 1795 brannte die Nikolaikirche nieder. Im Jahr 1830 erfolgte die Grundsteinlegung für einen Neubau, welcher 1850 eingeweiht wurde. Infolge von schweren Zerstörungen während des Zweiten Weltkrieges war die Kirche nicht mehr für Gottesdienste nutzbar. Nach Sanierungs- und Wiederaufbauarbeiten erfolgte im Jahr 1981 die 3. Weihung. St. Nikolai hat sich als evangelische Hauptkirche Potsdams zu einem bedeutsamen Ort der geistlichen und gesellschaftlichen Zusammenkunft entwickelt. Hier finden neben regelmäßigen Gemeindegottesdiensten mit Abendmahl auch zahlreiche überregionale Gottesdienste statt. Darüber hinaus bietet sie auch eine Vielfalt an kirchenmusikalischen Darbietungen, Ausstellungen und Vorträgen.
Im Inneren beeindruckt die Kirche mit einem bemerkenswerten Altar, kunstvollen Fresken und einer reichen Ausstattung. Jährlich besuchen deutlich über 100.000 Touristen das Gotteshaus in Potsdam. Die Hauptorgel auf der Empore wurde im Jahr 2017 installiert und verfügt über 55 klingende Register und rund 3.600 Orgelpfeifen. Ihr Klang erfüllt den Raum mit festlicher Musik. Das holländische Viertel in Potsdam ist ein einzigartiges architektonisches Kleinod, das sich im Herzen der Stadt befindet. Es besteht aus 134 charmanten Backsteinhäusern, die zwischen 1734 und 1742 im holländischen Stil erbaut wurden. Das Viertel stellt das einzige geschlossene Bauensemble in diesem Stil außerhalb der Niederlande dar. Die markanten roten Backsteinfassaden mit den weißen Fugen verleihen dem Areal eine besondere Atmosphäre. Die Fenster sind liebevoll weiß gerahmt und viele Häuser schmücken sich mit hübschen Fensterläden. Bemerkenswert sind auch die kunstvoll geschwungenen Giebel und die architektonischen Details, die das Viertel zu einer schönen Sehenswürdigkeit machen. Die Erbauung erfolgte auf Initiative von König Friedrich Wilhelm I., um holländische Handwerker nach Potsdam zu holen und von ihrem Fachwissen zu profitieren. Anfang der 1990er Jahre wurde eine Sanierungssatzung erlassen, um das Areal in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Heute präsentiert sich das holländische Viertel als ein bezaubernder Teil von Potsdam. Neben den historischen Gebäuden laden gemütliche Cafés und exklusive Geschäfte zum Verweilen und Entdecken ein. Das Viertel ist zu einem wahren Anziehungspunkt geworden und erinnert an die Verbindung zwischen Deutschland und den Niederlanden, die hier in Architektur und Geschichte auf eine wundervolle Weise zum Ausdruck kommt. Das Brandenburger Tor in Potsdam ist ein beeindruckendes architektonisches Bauwerk und eine der Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt. Markant für das Brandenburger Tor ist der Umstand, dass die beiden Außenseiten des Tores unterschiedlich von zwei Architekten gestaltet wurden. Karl von Gontard kreierte die Seite zur Stadt hin und arbeitete hier mit Trophäen und Lisenen. Diese Seite ist insgesamt schlichter gestaltet. Die imposante Seite ist jene, welche in die Richtung vom Luisenplatz zeigt. An diesem Platz im historischen Zentrum Potsdams gibt es eine Vielzahl an Restaurants und Cafés. Außerdem finden dort jährlich kleinere Stadtfeste wie das Luisenfest und ein Abschnitt des Potsdamer Weihnachtsmarktes statt. Das Brandenburger Tor auf dieser Seite wurde von Georg Christian Unger gestaltet und weist eine klassische Säulenarchitektur, unter anderem mit Trompeten als Verzierung auf. Das Brandenburger Tor steht am Ende der Brandenburger Straße und bildet den Abschluss dieser Flaniermeile. Errichtet wurde das heutige Stadttor in den Jahren 1770 und 1771 im Auftrag von Friedrich dem Großen, um an den Sieg im Siebenjährigen Krieg zu erinnern. Das Bauwerk ist somit einige Jahre älter als sein Pendant in der deutschen Hauptstadt. Durch den Abriss der Stadtmauer gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde das Tor zu einem eigenständigen Bauwerk. Neben dem Hauptdurchgang gibt es zwei kleinere Nebendurchgänge, die einst als Wachstube und für den königlichen Zoll genutzt wurden. Das Schloss Sanssouci in Potsdam zählt zu den herausragenden architektonischen Meisterwerken des 18. Jahrhunderts. Dieses Schloss und der Park waren Friedrich dem Großen besonders lieb. Auf den Weinbergen ließ er das Sommerschloss bauen, das ihm in schweren Zeiten mit seinen Hunden als Rückzugsort diente. Unterhalb der Terrassen befindet sich ein Garten mit einem imposanten Brunnen. Kein anderes Gebäude spiegelt Friedrichs Persönlichkeit so einzigartig wider wie Sanssouci, was ohne Sorge bedeutet und seinem Leitmotiv entsprach. Das Schloss liegt an den berühmten Weinbergterrassen und bewahrt den Charme aus dem 18. Jahrhundert. Das einstöckige Gebäude orientiert sich an einem französischen Lustschloss und wurde in nur 2 Jahren fertiggestellt.
Es ist ein Prachtstück des Rokoko, das den Leitgedanken ohne Sorge in Lage, Aufbau und Dekor widerspiegelt. Beim Betreten des Schlosses empfängt die Besucher eine elegante, stilvolle Ausstattung im Originalzustand. Bis heute sind die Innenräume des Schlosses opulent mit Möbeln, Porzellan, Skulpturen und Gemälden aus dem 18. Jahrhundert geschmückt. Sie gewähren einen Einblick in die aufwendige Ausstattung und den kunstvollen Geschmack jener Epoche und strahlen Pracht und Eleganz aus. Die gesamte Anlage, bestehend aus den Schlössern und dem Park, zählt zu den herausragenden Beispielen von Architektur und Landschaftsgestaltung und ist Teil des UNESCO-Welterbes. Der Marmorsaal war aufgrund seiner Dimensionen und Position der zentrale Raum der Residenz. Seine Grundfläche ist oval gestaltet, die Wände und der Boden sind mit Carrara-Marmor veredelt. Gelegen ist der Saal unter einer eindrucksvollen Kuppel,